Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich mein neues 25 Liter Aquarium von Marina vor, das ich mir als Zuchtbecken für meine Red Bee Garnelen zugelegt habe. Es ist nach meinem 54 Liter Aquarium und meinen drei 12 Liter Aquarien das fünfte Becken, das ich mir von dieser Marke gekauft habe. Dieses Aquarium hat wie gesagt 25 Liter Inhalt und ist 40 x 25 x 25 cm groß und es wiegt 4,5 Kilogramm. Bei dieser Größe ist es nicht für die Haltung von Fischen geeignet und bei Garnelen liegt es meiner Meinung nach an der untersten Grenze. Mit meinen anderen Aquarien von Marina war ich für den Preis immer recht zufrieden gewesen, habe dabei aber über den einen oder anderen Schönheitsfehler hinweggesehen. Deshalb bin ich jetzt gespannt, wie dieses hier aussieht. Ich empfehle dringend schon im Geschäft in den Karton zu sehen und das Aquarium, wenn möglich, auch herauszuholen. Und zwar, um festzustellen, ob es heile ist, ob die Scheiben im rechten Winkel zusammengesetzt wurden und ob es allgemein gut verklebt wurde. Hier ist zum Glück nichts zerbrochen und der erste Eindruck ist ganz gut. Wie gesagt, für diesen Preis darf man nicht viel erwarten. Im Karton selbst ist nur das Aquarium mit einer Bedienungsanleitung und den Garantiebedingungen. Ausgepackt macht das Becken einen ganz guten Eindruck. Es steht gerade, keine der Scheiben scheint verschoben zu sein und die Verklebung sieht auf den ersten Blick auch ganz gut aus. Für dieses Aquarium wurde transparentes Silikon verwendet. Die Scheiben scheinen im rechten Winkel verklebt worden zu sein. Und auch auf der anderen Seite sieht es ganz gut aus. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Die Verklebung der Scheiben ist anscheinend auch einigermaßen gelungen. Diese wurden aber wie in dieser Preislage üblich nur zusammengedrückt und nicht noch einmal abgezogen. Immerhin sind auf den ersten Blick keine verschmierten Silikonreste am Glas zu sehen. Auch die andere Seite scheint in Ordnung. Kritisch sind immer die Ecken, wo die Silikonpistole manchmal zu früh abgesetzt wird, aber auch das scheint hier nicht passiert zu sein. Trotzdem könnten die Ecken schöner verklebt sein, aber man bekommt halt immer, was man bezahlt. Daran, dass das Silikon so wulstig ist, sieht man hier auch noch einmal schön, dass die Scheiben nur zusammengedrückt wurden. Wäre es noch einmal nachgezogen, wären die Nähte glatt. Dadurch würden die Klebeflächen größer, was die Lebensdauer verlängern soll. Dreht man das Aquarium um und schaut es sich von hinten an, fällt dort noch mehr auf, dass die Ecken etwas wulstig sind. Man muss sich dann genau überlegen, welche Seite man später nach vorne macht. Immerhin sind die Seitennähte einigermaßen gerade gezogen und es scheint nichts verschmiert. Aber wie üblich ist dann oben der Abschluss nicht ganz sauber gelungen und beim Absetzen der Silikonpistole ist doch etwas hängen geblieben. Aber wie gesagt, für den Preis finde ich das noch ganz in Ordnung und man kann sich sehr viel Ärger ersparen, wenn man sich das Aquarium schon im Geschäft sehr genau anschaut und sich das Schönste mitnimmt. Das Becken soll dann in meinem selbstgebauten Regal unter meinem 54 Liter Garnelen-Aquarium stehen. Das ist kein idealer Standort, da man nicht gut reinsehen kann und auch der Wasserwechsel schwierig wird, aber ich habe keinen anderen Platz und ich denke, für ein Zuchtbecken ist es auch noch in Ordnung. Vor dem Einrichten habe ich wie immer erst einmal überprüft, ob das Aquarium auch dicht ist. Dafür habe ich es halb mit Wasser gefüllt und über Nacht stehen lassen. Wenn 12 Liter auslaufen, ist es nicht ganz so schlimm, als wenn 25 Liter auslaufen. Als am nächsten Tag kein Wasser ausgetreten war, habe ich das ganze Becken voll gemacht und zur Sicherheit ein paar Tage stehen lassen. Ich habe dann einen Lufthebefilter eingesetzt, den ich an die vorhandene Anlage angeschlossen habe, und wie ich das Becken eingerichtet habe, zeige ich dann in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.